sind wir? In Seevetal sind wir bei Hamburg. Maschner Kreuz, kennt vielleicht der eine oder andere. Und wir laufen gleich bei Kawasaki Hoffmann auf dem Hof. Keine Angst, ich habe mir keine Kawasaki gekauft. Aber was ich mir gekauft habe, und ich habe mir was gekauft, das seht ihr gleich. 6,5 Stunden später. Ja, ich bin jetzt auf dem Weg zurück, aber ich habe noch eine halbe Stunde mit einem anderen Biker geschnackt aus Wolfsburg. Falls du das hier siehst, einen schönen Gruß. Jetzt will ich euch aber nicht mehr länger auf die Folter spannen und euch mal zeigen, was ich aufgeladen habe. Das ist was ganz anderes. Herzlich willkommen zu einer, etwas anderen Motorradtour. Was zu sehen ist, sieht ein bisschen anders aus als eine BMW. Ja, das ist mein kleines Spielzeug, das ich mir zugelegt habe, um immer mal wieder etwas abseits der normalen Straßen zu fahren. Und ich treffe mich heute mit MacGyver, mit Frank. Ich muss auf jeden Fall noch was an der Vorderradgabel machen, weil die ist echt zu hart eingestellt im Moment. Ja, ich zeige euch mal, was ich alles noch zusätzlich so angebaut habe. Sind in erster Linie mal kleine Aluminiumteile, die verhindern, dass irgendwelche Sensoren abreißen. Hier schon die entsprechende Lenkererhöhung, weil das doch dann nachher im Stehen entspannter zu fahren ist. Jetzt kommen schon die ersten Anbauteile dran. Das ist ein Käfig für den Behälter als Schutz. Ja, schauen wir mal, wie schnell der da reingeht. Erstes Zubehörteil, handfest angezogen, die Schraube. Ja, was schon dran ist, das muss ich nicht notieren. Hat sich natürlich im Preis niedergeschlagen. Ist der Unterfahrschutz und der komplette Satz Sturzbügel. Das war im Paket enthalten. Ja, das ist das Monster. Es steht jetzt hier überall 450 MT drauf. Das kriegt man auch ohne. Aber letztlich ist es egal. Ich habe es jetzt mitbestellt. Und da soll das gute Stück dann drauf. Gang rein und schon steht sie da. Und ich komme da gut ran. Erstmal die Schrauben weg. Wir reden hier über letztlich Preise, die sehr, sehr günstig sind. Also ich glaube, diese Verbreitung hat keinen Zehner gekostet. Mittelfesten Schraubensicherungslack und jetzt jeweils ein Tropfen an die Schrauben dran. Wie gesagt, abmachen werde ich den sowieso nicht mehr. Also es müsste eigentlich auch passen. Das probiere ich allerdings auch vorher aus, was passiert, wenn ich den Ständer einklappe. Haut alles hin und dann mache ich das so fest. Was ist das hier? Das ist eine 450 MT von CF Moto, die jetzt langsam auch in Europa wirklich mehr und mehr Verbreitung findet. Das Ding ist ja vor 2 Jahren knapp vorgestellt worden. Zumindest hatte ich sie vor 2 Jahren das erste Mal gesehen. Da wir jetzt mit ein paar Kumpels nicht nur auf der Straße, sondern auch mal ein bisschen Offroad fahren wollen. 600er Susis, 800er Susis. Einiges an Tenerés unterwegs. Bei uns im Team sind so 10 Leute ungefähr. Ich bin ja schon öfter unterwegs gewesen, letztlich auch mit meiner 1200er GSA in Schweden. Unser Kältetest letztes Jahr, also 2024 bei morgens 0 Grad. Ja, das lässt einen irgendwie nicht so wirklich los, deswegen habe ich mir die kleine hier gekauft. Nächstes Teil. ABS-Sensor. Schutz. Kommt so drauf. Das müsste so passen. Ja, der geht mit dem 5er Imbus raus.
Das ist der Sensor. Und dann so, kann man das sehen? Geht das Kabel so ein bisschen nach oben raus. Es hat so ein bisschen abgestanden eben. Kosten an der Stelle 6 Euro. Mehr waren es wahrscheinlich nicht. Ja, jetzt sind wir mit Frank unterwegs hier. Wir haben uns getroffen, kurz einen Kaffee geschlabbert und jetzt gucken wir, was hier so geht. Aber bis jetzt sieht das doch gut aus, Frank. Ja. Jetzt haben wir schon 2 längere Passagen gefunden. Oi. Da war Sand eben, ne? Ja, auf der linken Seite. Ja, bin ich durchgefahren. So, das wäre schon mal der erste Teil. Ja, das war doch gut. Oh, also das mit dem Sand kam überraschend. Da muss ich das Problem bei mir ist dann immer, der Kopf sagt langsamer. Also, ne? Und die Gashand sagt Dreh. Wie sagte Marie, immer Zug auf der Kette haben. Ja. So, als nächstes werden die montiert. Und da kommen neue dran. Weil die sind komplett aus Kunststoff. Die Haltung ist aus Kunststoff. Hier ist auch nichts dahinter, was irgendwie die Hände bzw. die Hebel schützt. Ja, als erstes mal kommt die Schraube raus. Die ist jetzt schon weg. Beziehungsweise sitzt jetzt noch dahinter. Und dann kommt die hier an der Seite weg. Ja, das Lenkergewicht muss mit raus. Und aufpassen, dass da nicht irgendwas mit rausfällt. So, jetzt haben wir alles. Und das brauche ich alles noch. Und das brauche ich nicht mehr. So. Ja, wichtig ist, und die Schraube ist in dem Moment dabei. Dieser Ring muss nach innen. Also der Ring kommt nach innen und von außen die lange Schraube fest. Ja. Spiegel musste ab, weil da war die alte Haltung drauf. Das sieht man hier. Der muss runter. Und dann kommt da eine neue Klemme dran. Diese hier. Ganz einfach mit 2 Imbusschrauben sind die fest. Vorher ganz wichtig, zusätzliches Plastikteil wird oben mit 3 kleinen Schrauben festgemacht. Ja, jetzt habe ich es ein bisschen anders gemacht. Jetzt habe ich erst den Spiegel abgeschraubt, weil dann brauche ich das andere nicht abschrauben. Jetzt kommt hier gleich alles mit raus. Die kommt jetzt rein. Der Ring kommt mit rein. Und dann das Lenkergewicht. Und das kommt dann hier alles wieder rein. So, das müssen wir vorne noch einbauen. Den Winkel, 3 Schrauben gehören dazu, eine fette, und zwar unterschiedlich von der Länge her, weil der ist auch unterschiedlich stark hier. Und das bauen wir jetzt an. Mal so ein bisschen handfest anziehen, dass es gerade drin ist. Nun sitzt es. Wie gesagt, alles so ein bisschen handfest anziehen. Das geht alles super. Passt.
War gar nicht teuer. Die Hände sind geschützt, die Griffe sind geschützt. Der LKW rausgekommen und Frank stand genau falsch. Ja. Du musst dich nicht in Lee stellen, immer in Louvre. Ja, das habe ich ja vorher nicht gesehen. Du bist ja ein Ton in Ton, mein Lieber, das muss ich ja mal sagen. Ja, wenn man nicht gut fahren kann, muss man wenigstens gut aussehen. Ja, so ist es. Die erstmal lösen und dann schauen wir mal, was passiert. Den Plastikpinökel rausnehmen, damit ist das festgemacht. Und es geht am besten mit einem Schraubenzieher, da hebt man diesen Kopf an und der verriegelt den hinteren Teil. Man hebt diesen Kopf hier vorne an, kann man das sehen? Ja. Und dann kann man den relativ gut rausziehen. Oben ist er schon mal lose. Die Schrauben, diese hier, auch noch kurz anlösen. Ja, es ist, jetzt muss ich ein bisschen quer nehmen hier. Da ist eine Schraube, die muss auf jeden Fall gelöst werden. Also nicht diese da, die hält die Verkleidung fest, sondern direkt daneben. Ja, man muss diese 3 Schrauben dann doch lösen. Da oben ist eine, hier ganz oben. Ganz oben. Diese da. Die ist jetzt noch drin, lasse ich auch drin. Und die 2 unten. Und schon fängt der Gart an, sich zu lösen. Tja, genau so ist es. Hier ist er. So sieht er offen aus. So, die Verkleidungsschrauben habe ich schon wieder drin. Am besten geht es mit so etwas. Kommt man ganz gut ran, mit so einem Knubbel. Ich habe den oberen Teil des Kühlerschutzes schon mal eingebaut. Ging alles ohne Probleme. Einfach die 2 Schrauben da oben reingeschraubt. Und dann war's drin. Die Schraube muss übrigens draußen bleiben, die beiden unteren, weil da kommt gleich noch der Winkel dran. Hier sind auch noch 2 Laschen, da wird er auch noch verschraubt und dann sitzt das Ganze bombenfest. Zweite, die erste habe ich schon gelöst. Also. Ich werde jetzt als erstes mal die beiden miteinander verbinden. Da kommt nämlich noch eine Mutter hinten drauf. Und ich glaube, das geht dann insgesamt besser, wenn man das einfach von oben nach unten macht. Ja, es ist alles erstmal nur handfest angezogen. Die Winkel sind drin und die baue ich dann gleich zusammen. So, ich habe es jetzt erstmal so probiert, dass ich diese und die Schraube gegenüber erstmal angesetzt habe. Und die hole ich mir jetzt gleich hier hinten. Muss ich nur mit dem versuchen, mit der Knarre hinten reinzukommen. Und mal schauen, wie das geht, um die Mutter da hinten zu fixieren. So, die erste sitzt schon mal, und zwar diese hier. Die andere ist noch lose. So sieht das Ganze dann fertig aus. Was hier zu sehen ist, der Original-Unterfallschutz, wie sie normalerweise ausgeliefert wird, ist hier nicht drunter gewesen. Das ist der zusätzliche von CF Moto im Rahmen eines Paketverkaufs, also Sturzbügel plus Unterfahrschutz hatte ich das dabei. Aber auch diese kostengünstige Lösung, Metall und Metall, schützt den Motor auf jeden Fall besser als dieser Plastikkäfig. Und damit ist das auch montiert und abgeschlossen. Und dann schaut ihr mal, wie es weitergeht. Ich habe noch ein bisschen was bestellt. So, soll ich wieder nach vorne? Ja, fahr mal. Gut. Es macht so einen Spaß, deinen Staub zu schlucken.
das geht hier ganz easy hoch. Ja. Ich muss jetzt erstmal easy zurück. Die nächsten beiden Teile auch wieder als Schutz. In dem Falle werden diese Elemente geschützt. Hier, damit der Stiefel hier das nicht verunstaltet. Zum Glück ist da im Moment noch nichts passiert. Und ist alles dabei. Die ganzen Schrauben, die man dazu braucht. Und die zwei Teile. Und das baue ich jetzt mal an. So, es sind unterschiedlich lange Schrauben. Auf der Seite kommen die langen rein. Ich habe einen kleinen Tropfen Mittelfest Loctite mit rein. Und diese Hülsen, die kommen jeweils in die Vorrichtung rein, damit die Schrauben dann auch fassen. Da müsst ihr mal auf die Länge dieser Hülsen, die sind durchaus unterschiedlich, dann achten. Die werden dann also so hier reingesteckt und dann fest die Schraube entsprechend. Hier ist das schon so. Da kann man die Hülsen dann noch so ein bisschen hinter der Schraube sehen. Ja, zum Lösen 8er Nuss und zum Festziehen 5er Imbus. Wie gesagt, achtet auf die richtige Länge. Das einer ist dabei, der ist ein bisschen kürzer. Ja, aber der da, achtet darauf, dass, ich habe jetzt noch eine zweite Verlängerung dran gemacht, dass ihr dann nicht mit dem guten Stück hier oder dem guten Stück hier ins Gehege kommt, sonst ja, kann es wehtun. So, hier das Ergebnis auf der rechten Seite. Schauglas ist noch da. Und es waren nur die zwei Schrauben. Die einzige, die so ein bisschen Probleme gemacht hat, war die da. Wie gesagt, weil sie so ein bisschen versteckt ist hinterm Bremshebel. Aber das hat dann auch alles geklappt. Jetzt zeige ich euch noch die andere Seite. Die war noch einfacher. Letztlich geht es nur darum, dass man mit dem Fuß da nicht irgendwie den Motor vermackt oder da irgendwelche Schrammen reinmacht. Insofern hat sich das Investment von, ich glaube, 16, 18 Euro wirklich gelohnt. Und die Montage ist total einfach. Aha. Okay. Ja, alles gut. Hier waren Wildschweine. Warte mal. Ah, Fahrtwind. So, bevor ich jetzt das Nummernschild wieder anbaue, zeige ich euch mal, wie man das verkürzte Heck anbaut. Beziehungsweise zeige ich euch jetzt erstmal das Ergebnis. Also wie zu sehen ist, sind die Blinker damit drin. Kennzeichenbeleuchtung. Was hier noch fehlt, ist das Katzenauge. Das liegt hier unten noch. Es ist mit jeweils zwei Schrauben, der und der. Es ist fixiert, es kommt in Einzelteilen, also man muss die entsprechenden Halter an den eigentlichen Kennzeichenträger anbauen und auch die Kennzeichenbeleuchtung einbauen. Dazu baut man die Sitzbank aus. Ich zeige euch gleich mal an dem abgebauten Originalträger, welche Schrauben man lösen muss. Also es geht um diese und diese. Und um noch einige Kreuzschlitzschrauben, die man rausnehmen muss. Aber bevor ich das mache, zeige ich euch mal, wie es oben aussieht.
Die Sitzbank muss nur ab, um an dieses Kabelbündel dran zu kommen. Das ist jetzt alles schon wieder verbaut, mit Kabelbindern gesichert. Das sind 2 Stück, die schneidet man auf und dann kommt man an diese Gummitülle dran und alle Anschlüsse sind gesteckt. Bevor ihr das nun alles auseinanderreißt und voneinander trennt, seid euch im Klaren darüber, dass das insgesamt 6 Kabel sind, über die wir hier reden. Blinker links, Blinker rechts und die Kennzeichenbeleuchtung. Das Rücklicht hat einen eigenen Stecker, da muss man nichts machen. Dazu ist zu sagen, dass die jeweiligen Massestrippen eine Farbe haben, also grün. Die liegen auch ziemlich eng zusammen, jeweils mit dem Plus. Und die Plusanschlüsse sind jeweils farbig unterschiedlich. Ich habe nun eine Kennzeichenbeleuchtung bekommen mit einem andersfarbigen Kabel, einem schwarzen und einem gelben. Und ich habe sie natürlich prompt falsch gesteckt gehabt am Anfang. Zündung aus, kurz gewechselt und dann läuft das Ganze. Die Blinker, da habe ich einfach aufgepasst, dass die Farben zueinander wieder passen und dann ist das überhaupt kein Problem. Hinterher alles wieder drüber ziehen, Kabelbinder wieder drum, Kabel fixieren und hier oben ist alles erledigt. Hier muss man keine Schraube dafür lösen. Ja, ich habe euch ja eben schon gezeigt, welche man in dem Moment benutzen muss. Das sind insgesamt 4 von diesen Dingern. Die sitzen relativ eng zusammen, da, dort und jeweils gegenüber. Hat jetzt eine knappe Stunde gedauert, man muss nichts bohren, einfach losschrauben. Wie gesagt, diese 4, die jetzt über sind, in meinem Kennzeichenhalter waren alle Schrauben mit dabei und es waren auch entsprechende Adapterstücke dabei, die könnt ihr hier sehen. Ja, die kommen so darunter, damit das ganze Thema auch gerade ist. Ja, der Winkel ist, ja, ich will nicht sagen Geschmackssache, aber so, dass es, sage ich mal, die Herrschaften von der Polizei dann auch milde stimmt, wenn sie es mal kontrollieren. Ja, das gute Katzenauge ist ja letztlich Vorschrift. Das werde ich hier drunter setzen. Hier kommt ein Blech dran, das ziehe ich hier runter, werde es fixieren mit 2 Schrauben und dann sitzt es hier unter dem Kennzeichen. Ich denke mal, das ist dann auch soweit okay. Ja, ist ganz gut geworden, ist wesentlich kürzer und sieht für mich, ist Geschmackssache, für mich sieht es optisch einfach besser aus.